Wenn ein Schreiner, ein Metallbauer und ein Orgelbauer 5000 Teile zusammensetzen, dann kann etwas Zauberhaftes entstehen. Eine Celesta ist eine Mischung aus Glockenspiel und Klavier. Die Celesta ist ein ganz einzigartiges Instrument, das gibt es sonst nirgendwo. Das ist so ein markanter Klang, den man, wenn man einmal gehört hat, nicht mehr vergisst. Celesta, die himmlische wird sie genannt. Die Melodie aus den Harry-Potter-Filmen wurde auf einer Celesta gespielt. Kleine Filzhämmer erzeugen diesen glockenhaften Ton. Direkt am Neckar in Wendlingen ist der Sitz der Firma Schiedmeier, dem ältesten Celesta-Hersteller der Welt. Der Orgelbauer Bastian Haupt ist auf der Suche nach dem richtigen Holz. Wir haben hauptsächlich einheimische Hölzer. Wir haben Eiche, wir haben Buche, wir haben Birne und wir haben Fichte und Birkensperrholz. Bei der Mechanik sind wir mit Birne sehr zufrieden, weil Birne ein kurzfaseriges Holz ist, was sich hervorragend bearbeiten lässt. So, was ist das? Weltweit gibt es noch 3 Hersteller, die die Kunst des Celesta-Baus beherrschen. Wir haben hier eine unglaublich hohe Fertigungstiefe. Das heißt, wir machen vom kleinsten Holzteil bis zum Gehäuse alles selber hier im Haus. Und das macht das Ganze total vielfältig und man hat wirklich das Gefühl, man hat das komplette Instrument selbst gebaut. Die Birne lagert hier bestimmt schon seit 10 Jahren. Aus dem Brett machen wir die Hammermechanikteile und da kommen hier ungefähr 1000 Teile raus. Die Hammermechanik, das ist das Herzstück des Instruments, erklärt Orgelbaumeister Joachim Weigle. Ich denke, hier kann man eigentlich sehen, dass es sich um eine unheimlich einfache Mechanik handelt. Ich drücke die Taste, die über eine Wippe umgelenkt wird. Ich drücke hier nach unten. Die Bewegung geht hier nach oben und sie bewegt den Hammer dann auf die Platte, um die Platte anzuschlagen. Sie hat auch einen Dämpfer da hinten, dass der Ton nach dem Loslassen schnell wieder ausklingt. Das wichtigste Bauteil der Celesta ist die Klangplatte. Metallbaumeister Wolfgang Müller sägt den Stahl zu. Das ist ein Spezialstahl, eine Art Federstahl, der in Stangen zu uns kommt und der wird dann zurechtgeschnitten. Wir brauchen für jeden Ton der Celesta eine eigene Klangplatte. Je tiefer die Töne, umso länger. Der tiefste Ton hat ungefähr eine Länge von 25 cm und der höchste Ton hat ungefähr eine Länge von 5 cm. Und dazwischen spielen sich die ganzen anderen Tonhöhen ab. Bei den tiefen Tönen unseres Instrumentes haben wir die Besonderheit, dass die Plattenlänge durch Messingklötze ergänzt wird. Die Platten werden schwerer und klingen dadurch tiefer. Damit kann die Celesta kompakter gebaut werden. Der Messingklotz wird mit einer Zinnpaste eingestrichen für die Verlötung, die dann so aussieht, wie wenn man Nutella drauf gestrichen hätte. Dann wird der Messingklotz auf die Metallplatte gesetzt und die wird dann von unten erhitzt. Am Anfang hört man die Paste knistern und die Zusatzstoffe geben merkwürdige Töne von sich. Und wenn wir dann so ungefähr 350 Grad haben, kommt dann ein Silberlot mit dazu.
Wenn dann das Lot die richtige Temperatur hat, was man daran sieht, dass der Messingklotz richtig schön auf der Platte aufschwimmt, wird die Platte auf einen Winkelanschlag geschoben, wo man dann von oben Druck drauf gibt, damit der Messingklotz an der richtigen Stelle zusammen mit der Platte abkühlt. Anhand ihrer Aufzeichnungen wissen die Instrumentenbauer, wo sich die Knotenpunkte befinden. Das sind die Punkte, in denen die Platte nicht schwingt. Aber das ist dann höhere Physik. Die werden angerissen mit einem Streichmaß. Und dann wird es angekörnt und dann wird an dieser Position dann das Halteloch durchgestanzt. Und so erhalten sie den besten Klang aus der Platte. Nächste Station: Sandstrahlen. Die Klangplatten erhalten den letzten Schliff. Vor dem Stimmen muss alles stimmen. Größe und Gewicht. Der Klavierbauer Markus Schmid vertraut seinen Ohren und der Technik. Jeder Ton wird mit einem Frequenzmessgerät überprüft. Dann schlage ich das an, dann sehe ich, aha, der Ton ist zu hoch. Dann nehme ich die Platte, hebe es an die Schleifmaschine dran und trage ein bisschen Material ab. Dann kommt der nächste Ton dran und so gehe ich Schritt für Schritt alle Klangplatten durch, bis meine Stimmung richtig passt. Wenn ich jetzt einen Fehler mache oder in der Mitte zu viel weggeschliffen habe, dann kann ich an einer anderen Stelle die Platte schleifen, um den Fehler zu korrigieren. In Europa wird die Celesta auf einen Grundton von 442 Hertz gestimmt. Einmal geschliffen, hat die Platte für immer ihren Ton und verstimmt sich nie wieder. Nebenan sägt Schreinermeister Klaus Enzensberger die Schallkörper für die größte Celesta, das große Orchestermodell Studio. Unser Modell Studio besteht aus 66 Schallkörpern, die aus Rotbuche und Birkensperrholz gefertigt werden, dadurch auch sehr verwindungssteif sind. Die Seitenwände sind aus Sperrholz. Buche würde zu sehr arbeiten und könnte dann reißen. Wir verwenden Weißleim für unsere Schallkörper. Der lässt sich im flüssigen Zustand gut mit Wasser entfernen. Unsere Schallkörper werden mit Zwingen gepresst und müssen dann ca. noch eine Stunde trocknen. Mit viel Muskelkraft spannt Klaus Enzensberger die Schallkörper in eine alte Ulmer Spindelpresse. Nach dem Leim muss man jetzt den überschüssigen Leim noch entfernen, damit der später nicht aushärtet und sich in die Poren festsetzt und man den dann mit einem Stemmeisen oder mit irgendeinem anderen scharfen Gegenstand mühsam entfernen müsste. Markus Schmid schlägt die beiden Haltestifte in jeden Resonanzkörper. Ohne diese Schallkörper wäre der Ton fast nicht hörbar. Die Filzkeile garantieren, dass die Klangplatte schwingend über dem Schallloch aufliegt. Das Schwingungsverhalten wird dann entsprechend verstärkt und dann kann man die Töne deutlich hören. Danach montiert er die Schallkörper an die sogenannte Leiste. An insgesamt 3 dieser Leisten wird die komplette Mechanik des Instruments befestigt.
Bei der Celesta ist da wirklich schon der Unterschied, dass links die Bässe sind, die tiefen Töne mit den großen Schallkörpern, und nach rechts läuft es aus zu den kleinen Schallkörpern für die hohen Töne im Diskant. Die Celesta braucht ein Gehäuse. Auf einer CNC-Maschine wurden die Zehnteile dafür millimetergenau gefräst. Wir leimen die Gehäuseverbindungen ein. Das sind kleine Holzdübel, die die Gehäuseteile dann, wenn es verleimt ist, unlösbar zusammenhalten. Das kriegt keiner mehr auf. Bastian Haupt und Klaus Enzensberger müssen sich beeilen. Wenn es so warm ist wie heute, dann zieht der Leim unglaublich schnell an. Da darf man zwischendrin nicht mehr absetzen. Das Gehäuse wird innerhalb von 10 Minuten verleimt und zusammengebaut. Der Korpus bei unseren Cellesten muss hauptsächlich stabil sein und muss ganz nett aussehen. Der Korpus besteht aus Eicheholz. Diese Kanten sind Vollholz. Und dann wurde das Ganze überfurniert. Das heißt, mit einem Furnier, das so um 1 Millimeter stark ist, damit es einfach feiner aussieht wie Vollholz. Das dann doch oft von der Textur her auch anders ist und Äste hat und so. Und beim Furnier kann man es sich einfach aussuchen, wenn man es braucht. Klaus Enzensberger gibt dem Korpus den letzten Schliff. Insgesamt 1 Woche lang passt er Deckel und Rückwand ein, verschraubt Halteleisten, montiert die seitlichen Schallgitter. Viele tausend Bauteile müssen später hier ihren Platz finden. 6 Spezialisten arbeiten insgesamt 5 Wochen an einem Instrument. Claudia Schumacher beklebt mit Kasimir-Filz, einem gewebten Filz, die Bauteile der Hammermechanik. Das Befilz ist dazu da, dass die Mechanik im Gerät nachher keine Geräusche macht und gut laufen kann. Ich gehe hier rein. Der Filz muss ein bisschen stärker sein, dass er hier schön zusammengeht am Ende. Dann gehe ich mit dem Leim hier drüber, ziehe den Filz durch. Muss ich es sauber abschneiden. Und dann habe ich noch ein Draht, mit dem drücke ich dann quasi den Filz richtig schön an die Außenwände. Und so ist es ringsrum schön sauber in der Bohrung ausgefilzt. Dann wird es eine Weile getrocknet, bis man es schön abschneiden kann. Und dann haben wir hier eine schöne Austuchung. Joachim Weigle, Orgelbaumeister in der 5. Generation, verbindet die einzelnen Elemente der Hammermechanik. Das nennt man Polieren. Damit drückt man die losen Fasern aus dem Loch und hat so eine Kontrolle, ob es schon gut läuft. Es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass sich unsere Instrumente sehr, sehr leicht spielen lassen. Wenn Sie nämlich eine Mechanik haben, die sehr schwer geht, dann schaffen Sie es nur, eine Lautstärke zu spielen. Der Bleistift sorgt für bessere Gleitfähigkeit und weniger Geräusche. Wenn man auf das Graffitieren verzichten würde, dann könnte es passieren, dass bei der Bewegung sich ein Haar in ein anderes verkantet und dann doch zu einem dauerhaften Geräusch führen würde. Wir haben das leider schon gehabt bei Studioaufnahmen, Celesta im Studio und dann ein Ton, der immer wieder gespielt worden ist und immer war ein Quietschen dabei. Und das kam dann auch von so einer Stelle. Er hat einen skurrilen Schmierstoff. Das
Es ist eine Art leichtes Schmiermittel, damit der Draht besser durch diese enge Stelle passt. Das ist erstaunlich, dass das funktioniert, selbst wenn man an dem Tag die Haare frisch gewaschen hat. Es ist natürlich schon schön, dass man an seinem Körper was an sich hat, was einem hilft, seine Arbeit gut zu tun. Das ist schon klasse. Langsam entsteht ein Instrument. Markus Schmid kann die aufwendige Hammermechanik an der Leiste befestigen. Mit insgesamt 3 Leisten steht dem Musiker ein Tonbereich von 5,5 Oktaven zur Verfügung, fast so viele Töne wie bei einem Klavier. Die Celesta ist ein Nischeninstrument, wird für Klangmalereien in der klassischen und populären Musik eingesetzt. Eine spezielle Ausbildung für den Celesta-Bau gibt es nicht. Markus Schmid ist der weltweit einzige geprüfte Celesta-Bauer, Handwerker und Künstler. Handwerklich sind die ganzen Dinge, die ich anfertigen muss, diese Schallkörper, die Sachen mit Holz, die Dinge mit Metall, auch die Mechanik, die dann am Schluss eingebaut wird, dass das Instrument funktioniert. Und so die künstlerische Seite kann ich einfließen lassen, indem ich den Klangcharakter, die Intonation beeinflusse und das Instrument dann sehr schön klingt. Und das macht er mit der Intoniernadel. Wenn ich höre, der Ton ist zu stark, der Ton ist zu schrill, dann verwende ich mein Intonierwerkzeug, wo vorne dran Nadeln dran sind. Und mit diesen Nadeln wird der Filz vom Hammerkopf bearbeitet. Entweder gerade rein oder quer, um entsprechend Lockerheit vom Klang eine entsprechende Lockerheit bekommt. Jeder der 66 Hammerköpfe ist nummeriert und unterscheidet sich in Größe und Form. Der Hammerfilz stammt von Merino-Schafen von der Schwäbischen Alb. Der Kern des Hammers ist aus Weißbuche, das härteste Holz, das man in Europa finden kann. Jeder einzelne Hammer wird ausgerichtet, damit er exakt die Mitte seiner Klangplatte trifft. Dort, wo der Ton am lautesten klingt. Die Künstler, die Pianisten, die uns in der Werkstatt besuchen, sie sagen, ich bin beeindruckt, was sie machen, wie sie das machen. Und ich habe Freude, an dem Instrument zu sitzen und zu spielen. Vor etwa 140 Jahren hat der Franzose Victor Mustel das Instrument erfunden. In Tschaikowskis Nussknacker konnte man die Celesta zum ersten Mal hören. Und heute wird für die Celesta weltbekannte Filmmusik komponiert. Noch fehlt die Klaviatur. Sie kommt von dem bekannten Klavierhersteller Steinway und muss noch auf die Celesta angepasst werden. Es ist so eigentlich immer eine relativ kitzlige Angelegenheit, die Taste so herzurichten, dass sie optimal gut läuft. Die Taste darf nicht zu fest und nicht zu locker auf dem Klaviaturrahmen aufliegen. Immer muss so eine Balance zwischen Leichtgängigkeit und dass es nicht zu sehr wackelt. Ja, wir verwenden hier ganz spezielle Bergfichte. Einfach deshalb, weil die Bergfichte sehr langsam gewachsen ist und deshalb hoffentlich möglichst wenig Spannungen im Holz hat. Die Taste ist ein sehr empfindliches Teil, auch mechanisch gesehen. Wenn wir jetzt da ein Holz hätten, das stark arbeiten würde, dann müsste man Bedenken haben bei den engen Spalten, die da zwischen einer Taste und der anderen sind. Das sind ja weniger als 1 Millimeter manchmal. Dass dort durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitsunterschiede
etwas fest wird, was wir gar nicht möchten. Gell? Diese Arbeitsgänge, die ich jetzt bei dieser Taste gemacht habe, die muss ich jetzt sozusagen noch 64 Mal wiederholen. Früher wurden die Tasten aus Elfenbein hergestellt und aus Grenadil für die Halbtontasten. Das Grenadil ist ein besonders dichtes Holz. Heute werden die Tastenoberflächen aus Kunststoff hergestellt. Jetzt zieht der Klang zum ersten Mal ins Gehäuse ein. Die unterste Leiste mit den Klangplatten für die hohen Töne wird eingebaut. Für die Orgelbauer ist das die erste Hochzeit. Und schon folgt die zweite. Damit die Celesta nicht zu groß wird, werden 3 Leisten verwendet, auf denen sich die einzelnen Töne verteilen. Wenn das Instrument fertig ist, es ist ja doch über Wochen hinweg dein Baby, das mit dir wächst. Und wenn du es dann in die Welt entlassen kannst, ist das einerseits traurig, weil man es so schnell nicht mehr sieht. Aber andererseits ist es toll, dass dann Orchester damit wunderbare Musik machen können. Ich baue gerade die Wellen ein in unser Lagersystem. Das ist irgendwie eine besonders spezielle Angelegenheit, deshalb, weil sie besonders effektiv die mechanische Bewegung von der Taste dann später hinten an den Hammer bringen wird. Es geht um Schrauben andrehen, es geht um Positionieren, es geht um Gängigkeit wie beim Ingenieur, es geht um Genauigkeit und dann erst entsteht etwas, was mehr ist als die Summe seiner Teile und dann wird es ein Instrument. Holz ist traditionell der wichtigste Rohstoff bei der Celesta. Wir haben ja ein Fichtenmaterial geliefert bekommen, wo ein Jahrring weniger als 1 Millimeter dick war. Und das hat mich schon so beeindruckt, dass wenn man sozusagen 9 Zentimeter ungefähr in der Hand hat, dann hat man 170, 180 Jahre in der Hand. Aber heutzutage wird auch experimentiert. Wir haben gedacht, wir wollen eigentlich ein paar Verbesserungen haben. Und es war gerade ein junger Mann bei uns, der sich gut auskannte mit 3D-Druck und dann haben wir gedruckt. Dabei kam heraus, dass das Teil nicht die statischen Eigenschaften mitgebracht hat, wie das vergleichbare Holz an der Stelle. Die Celesta hat mehrere Etagen, ansonsten wäre sie doppelt so breit. Komplizierte Wege führen die Bewegungen der Tasten quer durch das Instrument. Drückt der Pianist auf eine Taste, wird mit Umlenkungen, Hebeln und Wellen der Filzhammer angeschlagen, ein Ton entsteht. Ich drehe die Stecher in die Richtung, wo das Holz am wertvollsten aussieht. Wenn wir schon so ein wunderschönes Holz haben, dann möchte ich auch, dass der fachkundige Betrachter sofort erkennt, Mensch, die haben hier richtig Geld ausgegeben für ein tolles Holz. Sie ist so fein, ich kann es nicht zählen, aber schätzen würde ich, das sind bestimmt 15 bis 20 Jahre, diese Dicke. Und das ist schon natürlich eine tolle Geschichte. So fein das Holz, so robust ist das Instrument. Ja, wir haben ein Instrument nach Kasachstan verkauft. Der Transport war abenteuerlich und da hat es wohl sehr stark gerüttelt, weil die Straßen dort nicht in Ordnung waren. Aber worüber wir uns gefreut haben, man hat das Instrument ausgepackt und es war sofort spielbar. Ein Klavier muss erst gestimmt werden, um es dann spielen zu können. Bei der Celesta können Sie sofort drauf spielen. Vor dem Spielen müssen die Tasten mit den Hämmern verbunden werden. Ich stelle die ersten Muttern gerade so ein, dass man schon die ersten Töne spielen kann.
Ich merke es dann sehr schnell, wenn ich was falsch gemacht habe. Später wird es anstrengender, wenn man dann an die Grenze der Einstellungen geht. Jetzt ist alles noch leicht, weil man sieht, was man macht. Später sieht man das nicht mehr so und dann muss man sich ganz viel auf das verlassen, was man an der Taste spürt. Jetzt hat man einfach von vorne eine ganz klare, schöne Verbindung nach hinten. Und man merkt, ja, man könnte also die Klangplatte jetzt schon richtig schön erregen. Jetzt wird zum dritten und letzten Mal geheiratet. Ich bin drin. Gut. Ah ja. Mhm. Da würde ich noch die Dämpfer vielleicht, die Abhebschraube. Ja, drehen wir. Zurück. Schlag mal an, ob er schön stumm macht. Ich trug mal da der Filz noch ein bisschen dran. Wenn jemand von außen kommt, der uns zuhört, wie wir den Klang beurteilen, dann denkt er, die spinnen. Weil er kann gar nicht nachvollziehen, auf was wir hören, weil ihn ganz andere Dinge stören, wie uns stören. Ah ja. So lassen wir mal. Mhm. Man freut sich schon so drauf, bis das Ding klingt und bis man mal alle Tasten mit den Hämmern verbunden hat und einen ersten Eindruck von dem bekommt, an was man jetzt seit ein paar Wochen arbeitet. Es ist ja nicht bloß, dass wir ungeduldig sind. Gell? Ja. Sobald hier die Leiste hängt, die ersten Töne voll angehängt ist, dann dauert es nicht lange, bis die Frau Schiedmeier hier erscheint und die ersten Anweisungen gibt für die Intonation. Mhm. Noch fehlt die Rückwand mit dem stählernen Schallgitter. Jede Celesta ist ein Unikat. Aber es macht mir einfach Freude, wenn ich am Ende des Tages wirklich sehe, dass ein von meinen gebauten Instrumenten in New York bei der Metropolitan Opera steht. Die Berliner Philharmoniker haben übrigens 4 Cellesten und in der Elbphilharmonie in Hamburg stehen 3. Ich höre das Instrument zum ersten Mal, auch grundtöniger. Die Firmenchefin Eliane Schiedmeier ist ausgebildete Pianistin und bestimmt, wie jeder einzelne Ton klingen muss. Beim ersten Mal hat man noch keine Gänsehaut, sondern man hört die vielen Fehler, die noch drin sind und kriegt dann manchmal Angst. Ja. Der ist einfach noch sehr scharf. Ja, er ist scharf. Jetzt runter mit dem. Ja. In Sachen Klangcharakter, Intonation würde ich jetzt da einen Punkt dran machen, aber die Frau Schiedmeier, die sagt, was können wir noch rausholen? Und dann versuche ich einfach, das Beste noch rauszuholen. Der muss ein bisschen. Wenn man lang am Klang arbeitet, dann habe ich das Gefühl, er ist wie eine reife Frucht, in die Süße eingedrungen ist. Und dann macht es eigentlich richtig Spaß. Jetzt ist sie fertig, die himmlische. 5 Wochen Arbeit mit über 5000 Einzelteilen zum Preis von 45.000 € und bereit für die Reise in einen Konzertsaal dieser Welt. Und es ist mir eine Freude, wenn die Celesta so einzigartig klingt. Bei einer Celesta ist wirklich jeder einzelne Baustein wichtig für den Gesamtklang und man kann keinen weglassen. Aber das wichtigste Bauteil bei einer Celesta ist der Pianist. hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.